Kontaktlos bezahlen mit dem Smartphone. Wie funktioniert das? Und ist das sicher? Welche Vorteile und Nachteile hat es und welche Telefone eignen sich dafür? In diesem Video beantworten wir diese und weitere Fragen zum Bezahlen mit dem Handy. Am Ende des Videos stellen wir dir eine kostenlose Möglichkeit vor, mit denen du bei jeder Kartenzahlung mit deinem iPhone oder Android-Smartphone Geld zurückerhältst. Bleib also bis zum Ende dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann lass uns gern einen Like da. Wir würden uns sehr freuen. Das kontaktlose Bezahlen wird immer beliebter. Laut Statista haben im Jahr 2020 rund 75% der Verbraucher kontaktlose Bezahlungsmethoden genutzt. Dabei ist die beliebteste Methode des kontaktlosen Bezahlens die Bankkarte. 66% der Befragten nutzen sie dafür. Dabei bietet das mobile Zahlen mit dem Smartphone einige Vorteile gegenüber der Karte. Dazu aber gleich mehr. Wo du mit deinem Telefon bezahlen kannst. Girocards und Kreditkarten werden schon seit Jahren mit einem NFC-Chip ausgestattet, mit denen du die Karten zum kontaktlosen Bezahlen in Handelsketten und Ladengeschäften nutzen kannst. Heute verfügt praktisch jedes Geschäft, jeder Dienstleister und jedes Restaurant über Kartenlesegeräte mit Kontaktlosfunktion und das im In- und Ausland. Was brauchst du zum Bezahlen mit dem Smartphone? Erstens, das richtige Telefon. Wie bei den Giro- und Kreditkarten wird auch beim Smartphone oder einer Smartwatch die Near Field Communication, kurz NFC, zum kontaktlosen Bezahlen genutzt. Dein Handy benötigt also einen NFC-Chip. Apple hat diesen ab dem iPhone 6 und 6S Modellen seit 2014 verbaut. In Android-Smartphones ist der Chip ähnlich lange verfügbar. Die meisten aktuellen Handys sind mit NFC-Schnittstellen ausgestattet. Schau aber am besten in der Modellbeschreibung deines Telefons nach. Zweitens, Apple Pay oder Google Pay. Beim Apple iPhone benutzt du zum kontaktlosen Bezahlen Apple Pay und auf einem Android-Telefon Google Pay. Die Einrichtung ist einfach. Du musst nur deine Kreditkarte scannen oder die Kartendaten eingeben und bestätigen. In manchen Fällen ist ein Anruf bei deiner Bank nötig, um die Karte zu verifizieren. Neben Apple Pay und Google Pay gibt es aber auch Fitbit Pay, Garmin Pay und Swatch Pay. Allerdings gibt es bisher kaum Banken, die mit diesen Zahlungsdiensten zusammenarbeiten. Unter Android stehen dir außerdem auch die Apps verschiedener Banken zur Verfügung, die du zum Zahlen mit ihrer jeweiligen Karte benutzen kannst. Mit Apple Pay und Google Pay bist du aber am flexibelsten, wenn du verschiedene Karten an einem Ort mit deinem Smartphone benutzen möchtest. Übrigens entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten durch die Nutzung von Google Pay oder Apple Pay. Drittens, die richtige Karte. Einige Banken unterstützen Apple Pay, andere Google Pay und mit einigen wenigen Karten kannst du beide Anbieter nutzen. In der Beschreibung verlinken wir dir eine Übersicht mit kostenlosen Kreditkarten, in der du sehen kannst, welche Karte mit welchem Zahlungsdienst verknüpft werden kann. Vorteile gegenüber dem kontaktlosen Bezahlen mit der Karte. Schon das kontaktlose Bezahlen mit der Karte ist sehr bequem, da man sie nur vor das Terminal halten muss und Beträge von bis zu 50 € ohne PIN oder Unterschrift abgebucht werden können. Mobiles Bezahlen mit dem Smartphone oder einer Smartwatch bietet aber noch mehr. Erstens, ungewolltes Abbuchen ist nicht möglich. Die NFC-Chips der Karten sind ständig aktiv und können auf Distanzen von bis zu 4 cm ausgelesen werden. Damit ist es für Betrüger sehr einfach, Geld von eurer Karte abzubuchen, indem sie ein Lesegerät einfach vor dein Portemonnaie halten. Ganz gleich, ob es sich in der Hosen-, Jacken- oder Handtasche befindet. Es gibt zwar Portemonnaies, die mit Beschichtungen genau das verhindern sollen, allerdings funktionieren die nicht alle zuverlässig. Laut einigen Banken soll es auch schützen, mehrere Karten in Geldbörsen zu haben. Auch hier haben Tests gezeigt, dass dies nicht immer ein verlässlicher Schutz ist. Beim kontaktlosen mobilen Bezahlen mit dem Smartphone gibt es das Problem nicht. Hier aktivierst du die Kartenzahlung durch einen Tastendruck, zum Beispiel zweimal kurz die Ein-Aus-Taste und gibst die Zahlung durch deine PIN, deinen Fingerabdruck oder Face ID direkt auf dem Telefon frei. Ungewollte Abbuchungen sind nicht möglich. Zweitens, mehrere Karten virtuell im Telefon oder in der Smartwatch sparen Platz. Gerade wenn du verschiedene Kreditkarten nutzt, können sich die Plastikkarten extrem breit machen. Mit deinem Telefon oder deiner Smartwatch hast du sie alle dabei, ohne zusätzlichen Platzbedarf im Portemonnaie. Bevor es gleich mit Punkt 3 weitergeht, eine kleine Bitte. Gib dem Video doch schnell einen Daumen hoch, um den Kanal zu unterstützen. Vielen Dank dafür. Drittens, höhere Beträge kontaktlos bezahlen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Höchstbetrag von maximal 50 € für die PIN- und unterschriftsfreie Zahlung entfällt. So kannst du auch größere Beträge völlig kontaktfrei bezahlen. Viertens, höhere Sicherheit. Wenn du kontaktlos mit deiner Kreditkarte im Geschäft bezahlst, werden deine Kreditkartendaten an das Terminal übertragen. Hier können Daten kopiert und missbraucht werden.
Bei der mobilen Bezahlung mit dem Smartphone ist das nicht der Fall. Warum es dort anders ist, erklären wir dir gleich, wenn wir auf die Sicherheit der Mobile Payments eingehen. Vorteile gegenüber Bargeld. Erstens. Es geht schnell. Wie alle bargeldlosen, kontaktlosen Zahlungen geht auch das mobile Bezahlen mit dem Smartphone innerhalb weniger Sekunden. Einfach Karte aktivieren, Smartphone an das Zahlungsterminal halten, Piep abwarten, fertig. Zweitens. Es ist sicherer. Wenn du Bargeld verlierst oder es dir gestohlen wird, dann ist es weg. Wenn du dein Telefon verlierst oder es gestohlen wird, dann ist deine Karte durch PIN, Face ID oder Touch ID geschützt. Niemand kann damit bezahlen. Außerdem kannst du die Karte sperren und erhältst umgehend eine neue. Drittens. Es ist hygienischer. Geldscheine und Münzen sind keimbelastet. Mit deinem Smartphone bezahlst du komplett kontaktlos. Nachteile. Erstens. Kartenzahlungen sind nicht anonym. Anders als beim Bezahlen mit Bargeld sind Kreditkartenzahlungen, ob direkt mit Karte oder über das Smartphone, generell nicht anonym. Zweitens. Budgetierung fällt eventuell schwerer. Es gibt zwar Tracking-Apps, aber vielen fällt es leichter, mit Bargeld ihre Budgets einzuhalten. Wie sicher ist mobiles Bezahlen mit dem Smartphone? Das kontaktlose Bezahlen mit dem Telefon ist sicherer als die Zahlung mit der Karte. Beim kontaktlosen Bezahlen mit der Karte werden deine Kreditkartendaten an das Terminal übermittelt. Das birgt das, wenn auch geringe Risiko, dass die Daten ausgelesen und kopiert werden können. Beim mobilen Bezahlen mit dem Smartphone wird nur ein einmaliger, sogenannter Transaktionstoken in verschlüsselter Form übermittelt. Es ist ähnlich wie bei einer TAN, die auch nur einmalig gültig ist und die Zahlung freigibt. Wenn Hacker diesen Transaktionstoken abfangen, ist er wertlos, da er nur für diese eine Zahlung gültig war und bei der nächsten ein neuer erzeugt wird. Die sicherheitsrelevanten Kreditkartendaten sind hingegen entweder im sogenannten Secure Element, einem besonders geschützten Speicher des Smartphones, oder cloudbasiert auf einem externen Server als sogenannte Host Card Emulation gespeichert. Beides gilt als vergleichsweise sicher. Da kontaktloses Bezahlen mit der Kreditkarte in der Regel ohne PIN bis 50 € möglich ist, besteht ein recht hohes Risiko von Missbrauch bei Verlust der Karte. Das Smartphone lässt sich hingegen mit PIN, Touch ID oder Gesichtserkennung schützen, sodass Zahlungen durch Fremde ausgeschlossen sind. Folgende Schutzvorkehrungen empfehlen wir dir, wenn du mobiles Bezahlen nutzen möchtest. Halte deine Software auf deinem Handy immer aktuell. Richte eine Sperrfunktion wie PIN, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung ein. Und kontrolliere regelmäßig deine Abrechnungen. Grundsätzlich bieten die Kreditkartenanbieter wie Visa, Mastercard und American Express mit der Zero Liability Protection die Sicherheit, dass du bei Missbrauch nicht haften musst. Ausgenommen natürlich, wenn dir Betrug oder Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Auch das erhöht die Sicherheit gegenüber Bargeld. Tipp: Besonders clever zahlen. Beim Bezahlen mit deinem Smartphone kannst du mit Cashback-Kreditkarten Geld zurückbekommen. Ganz egal ob beim Discounter, im Supermarkt, Drogeriemarkt oder in anderen Geschäften. In der Beschreibung verlinken wir dir einmal unsere Übersicht mit interessanten Cashback-Kreditkarten, die wir ständig aktualisieren. Nutzt du kontaktloses Bezahlen bereits? Und wenn nicht, was hält dich davon ab? Wir freuen uns über deinen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.